Mit der FX3 hat Sony vor einigen Jahren ein Arbeitstier geschaffen. Eine super kompakte Kamera, perfekt für Videoeinsatz, super lichtempfindlich. Ich habe es geliebt, damit zu arbeiten. Aber man muss sagen, das liegt jetzt auch schon 5 Jahre zurück und wir haben alle sehnsüchtig auf ein Update gewartet. Und das halte ich jetzt in der Hand, die Sony FX5. Ähnlich großes Gehäuse, eigentlich gar nicht so ein Unterschied erstmal vom Look. Ganz klein bisschen schwerer, aber ansonsten fast das Gleiche. Reine Videokamera. Es gibt keine Fotofunktion mehr. Die Kamera richtet sich nur noch an Videografen. Dafür hat sie es ganz schön in sich. Wir haben so ein paar äußerliche Änderungen, Verbesserungen. Erstmal dieses Display, was wirklich in 4 Achsen sich komplett bewegen lässt, wesentlich größer ist. Also wir haben hier auch vor allen Dingen 16:9, das heißt, der Bildschirmplatz wird auch wirklich voll ausgenutzt. Wir haben den gewohnten XLR-Griff, gibt es mit und ohne zu erwerben. Wir kennen die Screwholes schon alle von der FX3, gibt wie bei der FX2 allerdings hier unten auch 2, um es wirklich sicher am Stativ anzubringen. Das sind jetzt nur die äußerlichen Features. Richtig geil ist der neue Sensor. Wir haben mehr Megapixel, 16,6 im Gegensatz zu, für Video waren es glaube ich 10,3 bei der FX3 ungefähr. Aber vor allen Dingen, also ist er 5K, nicht so hoch wie 8K und so andere Hersteller im Moment schon machen. Sony hat sich bewusst dafür entschieden, nur auf die 5K zu gehen, um diese Lowlight-Fähigkeit zu erhalten, die wir alle geliebt haben an der FX3. Auch hier haben wir die Base-ISOs, wie man sie von der FX3 kennt, 800 und 12.800, aber jetzt ein 3-Base-ISO, um diesen Zwischenraum zu füllen, auch noch 4000. Also man kann wirklich richtig was damit abdecken. Und ganz neu ein Dual-Gain. Damit kann man den Dynamic Range nochmal erweitern, um wirklich in manchen Situationen aus dunklen Stellen noch was rauszuholen. Wir haben einen Stacked-Sensor jetzt hier drin verbaut und auch einen ganz neuen Prozessor, den Bions CA2, einen KI-Prozessor, der wirklich die Bildverarbeitung nochmal optimiert, für Autofokus und Stabilität noch für bessere Werte sorgt, weil es wirklich der neueste Prozessor ist. Außerdem fantastisch, dass es endlich drin ist, ein Open Gate. Gibt uns die Möglichkeit zum Beispiel für vertikales Filmen gleich einen vertikalen Ausschnitt mitzunehmen oder auch perfekt, wenn man mit Anamorphoten dreht, wo es jetzt auch noch mehr anamorphe Raten gibt. Ein Highlight dieser Kamera ist der neue Codec, der XOCN-Codec. Das ist ein 16-Bit RAW-Codec. Das heißt, wir können echtes 16-Bit RAW in dieser kleinen Kamera aufnehmen, wie in einer Profikamera. Man kennt das schon von der Burano und Venice, jetzt in diesem kleinen Ding verbaut, als LT-Version und als OCN X1 und 2, C1, C2, sowas in der Art. Und von der Größe her ist es kleiner als jeder ProRes-Codec, nämlich wie ein XAVCS-I-Codec. Ungefähr mehr oder weniger gleiche Größe. Gibt uns aber wesentlich mehr Möglichkeiten in der Post-Production was rauszuholen. 16-Bit, das gibt es nicht mal bei jeder großen Kamera drin. Und 32-Bit Float Audio bietet uns dieses XLR-Handle, was man entweder optional dazu kaufen kann oder gleich im Bundle. Und das hat einen Digitalwandler, 2 Digitalwandler drin, die ein richtiges 32, ein echtes 32-Bit Float erlauben. Und ein super lange gewünschtes Feature ist der Sucher. Und zwar optional, ist nicht im Set dabei, gibt es für 750 € extra dazu. Lässt sich mit einem Handgriff hier anschrauben, lässt sich 90 Grad drehen, also ermöglicht es uns auch so zu filmen oder eben klassisch von vorne. Und ich muss sagen, ich gucke hier durch, es ist ein knackscharfes Bild. Wirklich nice, macht richtig Spaß. Also wirklich die perfekte Ergänzung für die Kamera. Die Kamera hat eine bessere Lüftung, das heißt, es ist noch längerer Betrieb, selbst in 5K und so weiter möglich. Apropos 5K, die Kamera wird 5K in 120 Frames möglich machen. Noch nicht in der ersten Version, erst zweite Halbjahr 2027 gibt es ein Update für 120 Frames in 5K und 240 Frames in 4K. Vorher haben wir erstmal 5K 60 und 4K 120. Wir haben professionelle Monitoring-Options, Waveform, False Color, solche Sachen. Wir haben einen Ethernet-Anschluss, um sie wirklich auch in einem Streaming-Betrieb perfekt nutzen zu können. Natürlich auch wieder TC-In, Timecode-In, um irgendwie sie mit in einem Verbund zu nutzen, was wir schon von der FX3 kennen. Ich bin super begeistert von der Kamera, ich finde es richtig geil und ich finde, Sony hat einen absolut würdigen Nachfolger geschaffen.